Das ist der kleine rote Ishin Red Devil Micro FPV Racer. Geliefert ist eine Aufbewahrungsbox mit einem 300 mAh 3S Akku und zwei Sätze 65 mm Ersatzpropeller. Vorne ist die gute EOS 2 Kamera. Die Kamerahaube sitzt etwas locker, sodass man Yellow-Effekt in dem Video bekommt. Die Videoantenne ist zu locker. In dem Akkufach ist ein Schaumstoffpolster, den man etwas zurechtschneiden sollte. Die 1102 Motoren haben 8700 kV, was gut für 2S Akku ist. Die EOS 2 Kamera kann man tauschen, wie hier gegen eine Runcam Nano 2, die ein 4:3 Seitenverhältnis hat. Red Devil wiegt original 37 Gramm. Hier habe ich die Videoantenne mit einem Kabelbinder fixiert. Die Kamerahaube ist mit zwei Kabelbindern fest an den Rahmen montiert. Die Kabel von den Motoren habe ich mit einem Textilklebeband festgemacht, damit die Kabel nicht von den Propellern zerstört werden. Der Schaumstoffpolster unter dem Akku habe ich zurechtgeschnitten, sodass der Akku nicht mehr auf dem Stecker vom Board drückt. Hier sieht man noch genau die eingebaute Runcam Nano 2 Kamera. Nach den allen Verbesserungen wiegt der Red Devil 1,5 Gramm mehr als original geliefert. Der Ishin 300 mAh 3S Akku ist von der Leistung sehr gut. Ähnlich wie der gute GNB 300 mAh 3S Akku, ein 2S Akku wie der neue Beta FPV 300 mAh Akku mit 45C eignet sich auch sehr gut mit nur 18 Gramm Gewicht. Ein 450 mAh GNB 2S Akku passt gerade auch noch in die Halterung vom Red Devil rein. Flugfertig wiegt der Red Devil 63 Gramm, was recht leicht ist. Die roten Propeller sind etwas weich, daher sollte man bei 3S Akku unbedingt den Gashebel auf 75% unter Betafly reduzieren. An dem XT30 Stecker ist ein kleiner Kondensator, der es verhindern soll, das Durchbrennen von dem 5 Volt Spannungsregler. Der Red Devil fliegt super schnell und mir macht er total Spaß. Der fliegt sich genauso gut und schnell wie der Happy Model Sailfly X, hat aber eine bessere Kamera und stärkeren Videosender von 25 bis 200 mW. Am Anfang bin ich den Red Devil mit den Grundeinstellungen von Beta 4 geflogen, was leider total schlecht mit FPV-Brille zu fliegen war. Hier bekam ich ständig ein Zittern in der Kamera, gerade wenn ich mehr Gas gegeben habe. Da war ich total frustriert, dass Ishin hier keine fertige Einstellungen liefert, sodass der Kleine sofort richtig fliegt. Da muss man schon die Kamerahaube mit Kabelbinder fixieren und dann sind die Einstellungen so schlecht, dass es keinen Spaß macht, mit dem Red Devil FPV zu fliegen. Also das gleiche Einstellungsproblem wie bei dem Sailfly X. Ich habe anschließend die guten Einstellungen, die ich bei dem Sailfly X hatte, auf dem Red Devil übernommen und siehe nun, fliegt der Red Devil auf einmal perfekt. Und das nur dank den Einstellungen. Das Zittern kam von den schlechten PID-Werten und von zu viel Leistung von dem 3S Akku, den ich jetzt auf 75% unter Betafly reduziert habe. Ich fliege hier den Original 3S Akku mit Gasreduktion bis 75%, was ich auf Rates 1 eingestellt habe. Wenn ich einen 2S Akku fliege, dann stelle ich die Rates auf das Profil 2 um und kann 2S mit 100% Gas fliegen. So, nun ist alles perfekt an dem Red Devil, mit dem man richtig gut fliegen kann.